Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal zeige ich euch Step by Step eine Adventskranz-Idee zum selbermachen. Ja, und als Basis verwende ich gleich diesen 30 cm großen Strohkranz. Also außen gemessen hat er einen Durchmesser von 30 cm. Ich werde jetzt mal zunächst meinen Bindedraht an irgendeiner Stelle meines Kranzes befestigen. Vorzugsweise mache ich das aber immer am liebsten an der linken Seite des Kranzes, weil ich bin halt Rechtshänderin. Wenn ihr Linkshänder wäret, dann halt an der anderen Seite, also halt an der rechten. Und diesen Anfang vom Draht, den stecke ich jetzt hier mal entspannt in den Strohkranz hinein. Ja, und dann habe ich jetzt hier Plattenmoosreste am Start. Die stammen noch aus vorherigen Projekten und teilweise ist das Moos halt nicht mehr, ich sag mal, ganz so toll. Dieses Plattenmoos wird jetzt hier an der Außenseite und an der Innenseite eingearbeitet werden. Die obere Seite hier, die lassen wir jetzt gleich frei, weil das wäre jetzt in meinem Fall unnötig. Ich meine, könnt ihr auch komplett machen, ne, wenn ihr jetzt Massen an Moos haben solltet. Um ehrlich zu sein, ich kaufe mein Moos auch immer. Habe das jetzt hier auf den Bindedraht draufgelegt und wickel das jetzt mit meinem Bindedraht mal fest. Ja, und das Ganze mache ich jetzt so lange, bis ich halt von der Außenseite und von der Innenseite halt nicht mehr den Strohkranz erkennen kann. Aber da könnt ihr jetzt wirklich fledderiges Moos verwenden, weil das Moos werdet ihr nachher nicht mehr wirklich wahrnehmen. Ne? So viel schon mal dazu. Und wie gesagt, halt Innen- und Außenseite komplett locker flockig mal mit dem Moos bedecken. Und ich lege das auch immer etwas überlappend auf das vorherige Moos drauf. Ich gehe jetzt mit meinem Bindedraht noch mal ein zweites Mal um den Kranz drumherum und ich überprüfe den Kranz, ob ich halt an der Außen- oder halt an der Innenseite noch etwas von dem Strohkranz erkennen kann. Ansonsten werde ich jetzt noch nachträglich etwas Moos halt einarbeiten. Aber ich will jetzt auch letzten Endes hier diesen Bindedraht auch mal komplett abgewickelt haben, weil mit so ein bisschen kann ich halt letzten Endes nichts mehr anfangen. Mal schauen, ob ich hier jetzt überhaupt noch mal ein zweites Mal drumherum kommen werde. Normalerweise hätte ich jetzt meinen Draht abgeschnitten, aber ich wollte den ja jetzt hier letzten Endes aufbrauchen. Und dieses Drahtende wird hier jetzt so zwischen dem vorhandenen Draht, ich sag mal, eingewebt werden. Ich kann das Ganze auch ein bisschen miteinander verzwirbeln. Ziehe den Draht aber auch noch ordentlich stramm und das Ende stecke ich jetzt in den Strohkranz hinein. Was ich jetzt noch sagen wollte, jetzt ist ja hier unten eine Menge Draht auch vorhanden. Wenn ihr empfindliche Materialien haben solltet, wo ihr letzten Endes den Strohkranz draufstellt oder vielmehr den Adventskranz, dann seid da lieber vorsichtig, nicht, dass im schlimmsten Fall der Draht das irgendwie im Nachhinein noch zerkratzen könnte, ne? So empfindliche Oberflächen. Um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich dann so einen Kranz mal auf einen Teller, Tablett, whatever platzieren. Ich sag mal, normalerweise hantiert man ja jetzt mit einem Kranz nicht irgendwie so, aber wer weiß, ne? Lieber auf einen Teller dann. Im nächsten Schritt werde ich Tannenzapfen mit der Heißklebepistole an das Moos befestigen. Das mache ich hier einmal von innen und einmal hier von außen. Ne? Wie bereits erwähnt, das mache ich mit der Heißklebepistole. Ich hatte erst noch darüber nachgedacht, die ganzen Tannenzapfen anzudrahten. Also bedeutet, ich wickel hier Draht drumherum, zack, stecke das in den Strohkranz hinein. Um ehrlich zu sein, so geht es auf jeden Fall schon mal schneller. Und ich sehe gerade, ich muss mir gleich einen neuen Heißklebestick holen. Und ich bin jetzt auch des Öfteren mal gefragt worden, was ich denn für einen Heißkleber verwende. Ich schreibe es mal in die Videobeschreibung hinein, weil mir hatten jetzt im Laufe der Zeit auch viele Menschen geschrieben, die halt mit ihrem Heißkleber Probleme im Außenbereich haben. Ist ja jetzt hier nicht der Fall, ne? Das wird jetzt ja natürlich innen platziert werden, wobei auf der Terrasse sieht das auch bestimmt toll aus. Man muss das Ganze ja auch nicht letzten Endes als Adventskranz gestalten. Ja, und ihr könnt es ja schon sehen, die Tannenzapfen, die drücke ich hier auch eine Weile an, bis ich halt merke, jupp, das hält. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich da jetzt zuvor Moos dran geklebt hatte, weil, ja, man würde halt sonst den Strohkranz, ich sag mal, so durchschimmern sehen. Ist ja letzten Endes sowieso immer alles Geschmackssache, macht es einfach so, wie ihr es halt schön findet. Und diese Tannenzapfen, die kann man, wenn man möchte, im Laufe der Zeit halt auch wieder abbauen, oder dieses ganze Projekt kann man ja auch wieder abbauen und die kann man dann auch wieder fürs nächste Jahr verwenden.
Aber ich denke, ich werde den Kranz hier ein paar Jahre in meiner Werkstatt dann auch lagern, ne, wenn Weihnachten vorbei ist. Und das, was hier nachher oben drauf kommen wird, das muss ich natürlich dann irgendwann im Laufe der Zeit abbauen. Aber halt hier diese Basis, also da hat man auf jeden Fall wirklich eine Zeit lang auch Freude dran, ne? Und jetzt nicht nur für einmal Weihnachten. Die Tannenzapfen habe ich nun alle soweit befestigt und als nächstes kommt hier oben drauf mein Grün. Zum Befestigen verwende ich jetzt gleich Krampen. Einige kennen die auch unter dem Begriff U-Haken oder halt Haften. Und an Grün verwende ich Wacholdergrün. Dann habe ich hier noch Tannengrün. Das muss natürlich auch noch zurechtgeschnitten werden auf das Wacholdergrün. Und last but not least haben wir hier eine Erica gracilis. Wenn ich das größtenteils gleich abgeschnitten habe bei der Erica, dann werde ich die in den Garten auspflanzen. Bei der Sorte muss man aber jetzt auch fairnesshalber sagen, wenn ich jetzt noch richtig informiert bin, die stammt aus Südafrika ursprünglich und ist halt nicht dementsprechend unbedingt winterhart. Ansonsten halt mal in einer unbeheizten Werkstatt, Garage, ja, was ihr halt zur Verfügung haben solltet, einfach überwintern. Und ja, ich mache mir jetzt hier mal so ein kleines, ja, was heißt Sträußchen? Ja, Sträußchen noch nicht mal. Das wird alles jetzt gleich einzeln eingearbeitet werden. Ich mache jetzt mal gleich den Anfang mit dem Tannengrün. Ich wollte euch mal eben zeigen, wie ich das zurechtschneide, dass das immer noch ein schönes Ende ergibt beim Tannengrün. So. Ja, dann könnt ihr hier diese Zwischenstücke auch noch wunderbar einarbeiten. Das muss man jetzt hier wirklich nicht entsorgen, das wäre jetzt Quatsch. Den hier könnten wir ein bisschen kleiner schneiden. So, auch diesen Rest hier, ne, den werde ich natürlich auch gleich einarbeiten. So, und dann lege ich mir das jetzt hier mal zunächst auf meinen Kranz drauf. Ich könnte jetzt auch gleichzeitig schon mal den Wacholder mit einarbeiten. Und ihr hört hier gerade im Hintergrund meinen Hund Imelda. Und dann wird das Ganze jetzt so bedeckt werden, dass ich halt oben nichts mehr von dem Strohkranz nachher erkennen kann. Zack, einfach hier so eine Krampe hineinstecken. Kann man hier jetzt auch noch eine hineinstecken. Einfach, ich sag mal so nach Gefühl einarbeiten, wie ihr es halt letzten Endes leiden mögt. Ja, und die Erica, die wird dann aber immer mehr so als kleines Sträußchen platziert werden. Ne, immer so peu à peu. Das zeige ich euch auch nochmal. So, das hier mal eben sortieren. Die trocknet natürlich die trocknet natürlich im Laufe der Zeit auch nun mal ein. Aber ich persönlich finde, die sieht dann auch noch richtig hübsch aus. Könnt ihr auch ruhig mal was dazwischen platzieren, ne? Einfach so, ja, wie ihr es halt mögt. Und dann haue ich jetzt aber gleich auch mal den Zeitraffer wieder für euch rein. Und was wollte ich jetzt noch erzählen? Das Grün, ja, jetzt habe ich hier nichts Passendes, das wird immer leicht überlappend auf das vorherige Grün eingearbeitet werden. Aber den Anfang mache ich immer mit Tannengrün, na, waren wir noch was. Darauf kommt dann der Wacholder und darauf dann, also auf den Wacholder, kommt dann letzten Endes die die Erica, ne, so rum. So, ich zeige euch dann jetzt mal den Abschluss des Kranzes. Der Anfang wird jetzt angehoben werden und das nächste Grün lege ich da schon mal drunter. Wird jetzt auch mit einer Krampe befestigt werden oder halt Hafte, ne, wie auch immer. Und das mache ich jetzt so lange, bis ich halt hier mit der Fülle in dem Bereich, ja, soweit zufrieden bin. So, dann werde ich jetzt im nächsten Schritt diese Kerzenhalter platzieren. Die haben jetzt hier in meinem Fall einen Durchmesser von 6 cm. Ich hätte jetzt schon fast 1 Meter gesagt.
Jetzt muss man mal eben im Vorfeld Gedanken machen, wie ich die platziert haben möchte. Ich glaube, wir machen das klassisch. Lucky, Lucky. Kann man auch, ja, ich möchte es jetzt gar nicht empfehlen, auch ohne Kerzenhalter machen. Dann würde man die halt andrahten, die Kerzen. Aber so ist das Ganze auch noch mal ein bisschen sicherer. Und man kann ja auch ansonsten diese LED-Kerzen nehmen. Aber ich sage jetzt ganz ehrlich, ich werde ja noch eine Menge Kränze erstellen, auch dann halt mit Kerzen. Für mich wäre das jetzt zu teuer, mir da Gott weiß wie viele Kerzen halt auf LED-Gedöns zu kaufen. Ich benutze die jetzt nicht, weil ich die doof finde oder so, ne? Einfach letzten Endes jetzt wirklich auch aus Kostengründen. Wenn man jetzt logischerweise nur einen Adventskranz erstellt, dann ist das eine ganz andere Sache. Dann kann man sich auch mal 4 LED-Kerzen gönnen. Aber ich werde mit Sicherheit, ich sag mal 5 Adventskränze, je nachdem, also 4 werden auf jeden Fall erstellt werden. Und dann jedes Mal die LED-Kerzen da halt extra für kaufen. Ne? Das wäre für mich eine Kostenexplosion. Das ist jetzt einer der Gründe, warum ich dann halt in meinen Videos immer die normalen Kerzen verwende. Dieses kleine Tannengrün, das packe ich jetzt mal beiseite. Dann räume ich mal meinen Arbeitstisch schon mal in der Zwischenzeit auf. Das kriegt ihr ja eh nicht mit. Und der wird nämlich noch etwas weiter dekoriert werden. Aber irgendwie die Kerzenhalter, ich glaube, ich muss das hier noch ändern. Der hier gefällt mir noch nicht so richtig. Zur weiteren Dekoration verwende ich diese kleinen Kugeln. Die werden jetzt hier gleich auch mit den Krampen befestigt werden. Theoretisch gesehen könnte man das jetzt auch mit der Heißklebepistole machen. Aber man will das ja auch irgendwann im Laufe der Zeit nun mal auch wieder abbauen. Dann habe ich hier goldene Erlenzapfen. Und last but not least, die habe ich aber selber angesprüht, das sind die Hütchen von amerikanischen Eicheln. Hier sind auch noch ein paar ganze, zeige ich euch mal. So sehen die aus, ne? Amerikanische Eicheln. Da bleiben nämlich die Hütchen nun mal dran, im Gegensatz zu den Bucheckern. Ach, Bucheckern, hier von der deutschen Eiche. Bei mir fallen die Hütchen halt immer ab. Boah, ich kriege schon wieder meine kleinen Sprachstörungen. Und ja, jetzt wollte ich aber noch sagen, wie ich das andere hier befestige. Den Kleinkram hier, den befestige ich nachher mit der Heißklebepistole. Jetzt fehlen nur noch meine Kerzen und bis zur Adventszeit lasse ich meinen Kranz in der unbeheizten Werkstatt hier stehen und der wird dann auch alle paar Tage einfach mal mit Wasser besprüht werden, so rum. Aber mir persönlich gefällt der richtig gut. Über meine Kerzenhalter kann man jetzt letzten Endes streiten. Wisst ihr, was seltsam ist? Im Video, da kommen die mega, mega goldig rüber. Also ich habe das Bild hier gerade überprüft. Für mich selber, ne, sind die schon fast Ton in Ton hier mit den Eicheln. Das ist echt verrückt. Also seltsamerweise auf der Kamera kommen sie wirklich knalliger Gold drin vor, so rum, als jetzt hier für mich selber. Aber gut, ist halt so. Und silberne Kerzenhalter hätten jetzt meiner Meinung nach auch nicht wirklich hier mit hineingepasst. Es sei denn, ich hätte hier diese goldenen Deko-Elemente weggelassen. Was wollte ich euch denn jetzt noch erzählen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, jedenfalls noch mehr werde ich daran jetzt halt auch nicht mehr dekorieren. Ich könnte ja hier stundenlang weitermachen. Das macht auch einen Riesenspaß oder mir macht es eine Riesenfreude, so Adventskränze und ja, so allgemein so dekorative Sachen zu erstellen. Und ich habe es ja schon erwähnt, ohne Kerzenhalter kann man machen, aber immer ein Auge auf die brennenden Kerzen haben. Niemals so einen Kranz oder halt Kerzen einfach mal alleine ein paar Stunden rumstehen lassen. Sicher ist sicher, soll ja nichts passieren im schlimmsten Fall. Und mit dem Besprühen des Kranzes hat auch letzten Endes nochmal den Vorteil, das Grün wird ja dann nicht so schnell, ich sag mal, staubtrocken. Ja, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen von euch ein paar Anregungen, Inspirationen mit auf den Weg geben. Und alle benötigten Materialien für diesen Kranz findet ihr auch wie üblich in der Videobeschreibung. Ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!